Willkommen zur letzten Folge des Projektes Komatsu Forest Joysticks für den Landwirtschaftssimulator. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein System, was die Daten aus dem Spiel an die Joysticks sendet und somit die LEDs aktiviert. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Ein Skript für den LS liest die Daten aus und speichert sie in eine XML-Datei. Mit einem kleinen Desktop-Programm wird diese Datei immer umgehend, nachdem sie geändert wurde, ausgelesen und über das Serial-Protokoll über USB an die Arduino-Software gesendet. Ich fange mit dem Desktop-Programm an. Ich habe so etwas in der Art schon mal gebaut für eine Eigenbauseitenkonsole. Ich muss das Programm nur ein wenig auf die neuen Gegebenheiten anpassen. Ich nutze hier die Sprache Python und für die Serial-Übertragung einen Package namens PySerial. Oben importiere ich unter anderem den XML-Parser sowie Time und Datetime, um mit dem Änderungsdatum der Datei arbeiten zu können. Die Version wird auf 1.0.0.0 geändert und das Programm heißt auch nicht mehr Vectorbox Engine, sondern EME Joystick Engine. Ich gebe den Pfad der Output-Datei des LS-Skriptes an und frage den USB-Port ab, wo das Gerät angeschlossen ist, sowie den Multiplayer-Nutzernamen des Spielers. Das ist notwendig, da das Skript sonst nicht unterscheiden kann, von welchem Spieler die Daten stammen. Ich gruppiere also nach Nutzernamen und gebe beim Ausführen des Programms an, von welchem Nutzer ich die Daten verwenden möchte. Es folgen ein paar Zeilen, die bestimmen, was passieren soll, falls kein Gerät am angegebenen Port angeschlossen ist oder wenn das Programm bereits läuft und dann die Joysticks angeschlossen werden. Danach kommt der eigentlich interessante Teil. Ich speichere das Änderungsdatum der Datei als Variable ab. Immer wenn diese nicht mehr mit dem tatsächlichen Änderungsdatum übereinstimmt, also wenn die Datei geändert wurde, wird der große Codeblock ausgeführt, zu dem ich gleich komme. Falls das der Fall ist, wird die Variable entsprechend geupdatet und das Ganze fängt von vorne an. Wenn die Datei verändert wurde, versucht das Programm diese zu öffnen. Es gibt einen Fall, wo dies nicht funktioniert, und zwar wenn das LS-Skript in dem Augenblick ebenfalls darauf zugreift. In diesem Falle greift diese Exception und der aktuelle Sendevorgang wird einfach übersprungen. Nachher habe ich das noch ein wenig verändert, sodass nicht übersprungen wird, sondern das Programm erneut versucht, die Daten zu senden, um sicherzustellen, dass in jedem Fall die LED auch angeht, die der LS anschalten möchte. Im Hauptteil sucht der XML-Parser die entsprechenden Elemente aus der XML, kürzt den Wert falls nötig, encodet sie zu einem Byte-Array und sendet sie über das Serial-Protokoll. Hier habe ich dann nur die Namen der XML-Elemente angepasst. Zwischen den Daten wird ein Hashtag gesendet, der dazu dient, Arduino-seitig die Werte wieder korrekt zu trennen. So sieht die Output-Datei aus. Wir haben hier als erstes den Nutzernamen, gefolgt von den einzelnen Werten. Die hier sind noch aus der vorherigen Version, wo ich für meine Seitenkonsole auch Werte wie den Fahrzeugnamen und die Geschwindigkeit übertragen habe. Das brauchen wir jetzt aber alles nicht mehr. Mit AutoPy2Exe wird die Python-Datei zu einer in Windows ausführbaren Exe konvertiert, sodass man das Programm auch ohne IDE ausführen kann. Um das Ganze seriöser zu machen und keinen Fehlalarm bei Virenscannern auszulösen, brauchen wir eine Version-Datei. Die beinhaltet Sachen wie den Namen des Programms, Version und Autor. Wir müssen den Pfad zur Python-Datei angeben und haben auch die Möglichkeit, ein Icon zu wählen. Ich habe mal eins erstellt, angelehnt an das LS-Logo-Design. So sieht das dann zum Schluss aus. Wieder zurück im Arduino-Programm müssen wir den eingehenden Datenstrom entschlüsseln. Für die 5 Werte wird also der Datenstrom gelesen, bis der Trenner, also der Hashtag, kommt. Diesen String caste ich dann in einen Boolean-Wert, also LED an oder aus. Das kann man jetzt ganz leicht ausprobieren, indem ich manuell etwas in die Datei reinschreibe und dann abspeichere. Dadurch wird das Änderungsdatum angepasst und das Programm erkennt, dass es einmal die aktuellen Werte senden soll. Die Reaktion ist sehr schnell. Zwischen dem Abspeichern der Datei und dem Angehen der LEDs liegt keine wahrnehmbare Verzögerung. Das hier ist das Skript für den LS. Wir haben hier eine ganz normale Specialization, die automatisch in jedes Fahrzeug mit Drivable Specialization eingebaut wird. Außerdem werden bezüglich der neuen Funktion mit der Vakuumpumpe einige Funktionen aus dem Base Game verändert, dass beispielsweise der Motor nicht startet, wenn die Pumpe noch aktiv ist. Das Hauptskript detailliert durchzugehen, würde jetzt hier den Rahmen sprengen und ist eventuell mal etwas für ein anderes Video. Zusammengefasst kann man sagen, dass hier die Werte abgefragt werden, beispielsweise wie hier, ob das Menü geöffnet ist, und dann eine Funktion aufgerufen wird, die den Wert speichert. 0 ist dabei LED aus, 1 LED an und bei 2 bleibt der Wert wie er ist und wird nicht überschrieben. Und damit sind wir am Ende des Projektes angekommen. Viele Stunden teils spaßiger und teils mühsamer Arbeit liegen hinter mir. Und was soll ich sagen? Es hat sich definitiv gelohnt. Ich bin mega happy, dass es am Ende alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Wer jetzt nochmal sehen möchte, wie die Joysticks in Action funktionieren, der kann gerne nochmal ins Review reinschauen, das verlinke ich euch hier. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, liken, teilen und kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video.